Handschuhe und Licht an und losradeln, auch wenn es kälter wird. Doch am besten beachten gerade die fixen E-Bike-Fahrer weitere Regeln, schon allein zur richtigen Einstellung von Rad und Fahrweise. Das Wichtigste im Winter ist Sicherheit auf dem Fahrrad. Das heißt, ich muss schauen, dass ich meinen Luftdruck so eingestellt habe, dass ich eine gute Traktion habe. Ich sollte nicht zu hoch auf meinem Fahrrad sitzen, schön tief drinnen sitzen, da ich viel Kontrolle habe. Keine zu schnellen Lenkmanöver durchführen. Der Untergrund ist glatt, ist rutschig. Darauf zu achten, dass man immer seine 2, ja, maximal 3 Finger irgendwie an den Bremsen hat. Halt kontrolliert zwischen Hinterradbremse und Vorderradbremse ausgleichen, so dass das Vorderrad nicht blockiert und man nicht einfach über das Vorderrad wegrutscht. Der Pressedienst Fahrrad kennt immer die besten Tipps und praktischsten Accessoires. Alexander Giebler führt einige aktuelle E-Bikes und das richtige Zubehör für nass-kalte Winter vor. Hier haben wir jetzt ja im Prinzip auch gleich alles einmal drin. Radfahrer sollten vor allem sicher und gut sichtbar unterwegs sein. Ein Visier schützt schnelle E-Biker vorm Fahrtwind. Gegen Nässe und auch Kälte hilft Regenkleidung. Sieht albern aus, schützt aber für 30 € die Business-Schuhe zuverlässig. Wenn man merkt, dass man warm und trocken bleibt dabei, dann kommt tatsächlich ein Stück weit wieder Freude auf. Es gibt spezielle Mützen. Das ist auch nicht schön, ne, wie man sieht, aber es ist wirksam und effektiv. Oder gleich Helme mit eingebautem Vlies plus extra wärmenden Schützern für Ohren, Nacken und die ganz kalten Tage. Alles für 90 €. Das ist super angenehm. Diese Tasche mit Beleuchtung für auch 90 € erhält ihren Strom direkt aus dem E-Bike-Akku. Relativ dunkle Tasche im Winter und so weiter, siehst du aber natürlich gleich, was da alles drin ist. Es ist eine sehr, sehr clevere Lösung. Den Akku im Winter immer vom Rad lösen, bei 15 bis 20 Grad Celsius lagern und laden. Es gibt Akkus, Akku-Ladegerät-Kombinationen, wo tatsächlich erst ab einer bestimmten Temperatur, meinetwegen erst ab 10, 12 Grad, tatsächlich eine Aufladung geschieht. Sogar wer bei Kälte lieber aufs Radfahren verzichtet, sollte seinen E-Bike-Akku über den Winter pflegen, empfiehlt auch die Stiftung Warentest. Auch wenn der Akku über eine längere Zeit gelagert werden soll, wenn ich das Fahrrad beispielsweise im Winter nicht nutzen möchte, dann sollte ich darauf vorher achten, wie stark ist es geladen. Man sollte so circa zwischen 30 und 60% geladen haben, also gar nicht voll geladen und auch unbedingt nicht tief entladen haben. Und wenn möglich, wenn ich den wirklich 3 Monate vielleicht gar nicht nutzen möchte, dann ruhig nach einem Monat mal oder spätestens nach 2 Monaten mal aufladen. Nico Langenbeck prüft mit einem Team von Experten regelmäßig verschiedene E-Bikes, auch unter herbstlichen Bedingungen. Er rät schon beim Kauf auch mit zu beachten, wann ein E-Bike unterwegs sein soll und ob der Akku dafür richtig sitzt. Naja, normalerweise kann ich ihn nach oben rausnehmen und dann habe ich auch gar nicht das Problem, dass es mir aus der Hand rutschen kann und runterkrachen kann. Das ist ja bei Akkus, kann das schädlich sein, ja? Weil da die Zellen zerstört werden kann oder geschädigt werden können. Deswegen ist es eigentlich besser, einen Akku zu haben, der nach oben herausgenommen werden kann. Dann hat man auch nicht das Problem, was ich jetzt habe, dass ich hier unterm Rad fummeln muss, gerade wenn es in den Wintermonaten ein bisschen verdreckt ist alles. Wer sein E-Bike besonders schützen oder doch mal länger im Kalten abstellen möchte, kann den Akku auch mit speziellen Neoprenüberzügen warm halten. Und für ganz kalte, glatte Tage bieten einige Hersteller Winterreifen mit Profil und Spikes an. Ganz wichtig, Kette fetten. Nur wenn die Kette auch gut gepflegt ist, also keinen Kraft- oder Leistungsverlust im Prinzip fördert, kann auch die Motorleistung optimal genutzt werden im Winter. Räder mit Riemen bleiben hier wartungsfrei, aber das ganze Rad braucht durchaus Pflege. Häufig wirklich mal trocken abwischen und auch die Kontakte beispielsweise zwischen Akku und dem Rad einfetten, ölen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Rad zu pflegen. Das Licht muss natürlich funktionieren und dem Schloss hilft ab und zu Eisspray als Pflege. Und dann sollte eigentlich dem Spaß beim winterlichen Fahrradfahren nichts im Wege stehen. Vielleicht jetzt etwas langsamer und vorsichtiger radeln, dann geht es sicher, gesund und mit Spaß auch durch die kühleren Jahreszeiten.